Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute habe ich euch wieder eine wunderbare Torte mitgebracht, eine Schokotorte mit Orangenfilets und Zimtsahne. Also wirklich eine schöne Kombination. Ich habe mir dafür meinen Schokoboden, meinen Schokobiskuit vorgebacken, ein bisschen in einer anderen Version als sonst, habe einfach den Backkakao durch 40 Gramm zerlassene Schokolade ersetzt und auch noch 60 Gramm Zartbitter-Raspel hinzugegeben. Und ich habe auch noch 2 Esslöffel Schokolikör hinzugegeben und wir machen uns gleich an die Zubereitung unserer Orangenfilets und der Zimtsahne und dann ist die Torte auch ziemlich schnell schon gefüllt. Ja, erstmal bin ich jetzt gespannt, wie der Boden geworden ist. Ich habe hier meine 26er Springform verwendet. So, dann gucken wir mal. Und da sieht man jetzt, der ist nicht ganz so hoch wie sonst. Das liegt einfach an der zerlassenen Schokolade, die natürlich eine andere Bindungseigenschaft hat als der Backkakao. Aber ich denke, das ist für unsere Torte genau richtig. Ja, man sieht hier schon die Zartbitterraspel. Ich werde den jetzt gerade einfach in 2 Böden schneiden. Der Boden hat jetzt, ja, so 4 cm. Das heißt, ich gehe auf 2 cm zum Durchschneiden. Die Backhaut lasse ich mir auch dran. Die ist jetzt nicht so hoch, deswegen das macht dann nichts. Da ist kein Hobel entstanden. So, wunderbar. Wow, ein schöner Boden. Also der ist jetzt nicht so dunkel wie mein sonstiger Schokobiskuit, einfach dadurch, dass ich nur 40 Gramm zerlassene Schokolade genommen habe. Und dann habe ich noch diese wunderschönen Zartbitterraspel, sodass das so eine Art Schoko-Stracciatella-Boden ist. Also könnt ihr so machen, könnt aber auch den normalen Biskuit backen. Das ist ganz euch überlassen. Den gerade beiseite stellen, sieht wunderbar aus. Als nächstes werde ich mir die Orangen vornehmen. Das sind jetzt Bio-Orangen bei mir, deswegen werde ich die Schale auf keinen Fall wegtun, sondern die einfach von allen 4 Orangen abreiben und sie dann auch in die Zimtsahne noch reingeben. Allerdings nicht von allen 4, sondern eben, ja, sagen wir mal von einer halben ungefähr. Und die restlichen Orangenzesten, die lasse ich mir dann trocknen einfach auf einem Tellerchen. Und dann habe ich immer abgeriebene Orangenschale daheim. Das ist ja sonst Verschwendung. Die Orange nun filetieren. Dazu hier oben und unten abschneiden und dann hier schauen, dass man hier auch sozusagen die Haut mit abschneidet. Außen. Möglichst nah an den Filets. Ihr könnt hier auch Quitten verwenden. Das geht auch gut. Oder Birnen oder auch Äpfel natürlich. Schmeckt sicher auch gut in dieser Torte. Aber ich finde es mit Orangen besonders lecker. Und jetzt können wir die Filets einfach rausschneiden. Und ja, schön sammeln alles. Den Saft auch gerne auffangen. Es ist immer so ein bisschen Arbeit, aber Quitten zu verarbeiten ist auch Arbeit. Also da nimmt man sich einfach ein bisschen gute Musik und dann geht das alles. Sehr schön. Für unsere Orangenfilets in der Torte werde ich jetzt erstmal Vanillezucker in einem Topf so ein bisschen karamellisieren lassen. Dafür einfach in einen Topf geben und so ein bisschen warten, nicht rühren. Und ich habe hier schon 100 Milliliter Cointreau bereitgestellt und habe auch etwas Orangensaft von den Filets mir abgenommen. Damit rühre ich nachher die Stärke an. Auch bereitgelegt habe ich mir einen Sternanis und eine Zimtstange. Wunderbar, das fängt an zu schmelzen. Und ihr seht jetzt karamellisiert der Zucker. Jetzt muss man so ein bisschen Obacht geben. Wunderbar, ein bisschen runterstellen schon mal die Hitze, dass es nicht ganz so heiß ist. Jetzt gebe ich gleich den Cointreau dazu. Sobald das hier schön verflüssigt ist alles, dann wird es noch mal ein bisschen zischen. Passt bitte auf dabei. So, Achtung, und dann rühren wir gleich. Noch ein bisschen Saft hinzugeben und das Ganze wieder loskochen. Das dauert so eine kleine Weile. Es ist normal, dass sich dann so eine Kruste bildet. Wahlweise kann man den Cointreau auch so ein bisschen erhitzen vorher. Hitze runterstellen. Und da können wir auch schon hier unseren Zimt hinzugeben und den Sternanis und auch unsere Filets. Jetzt lassen wir diese wunderbare Mischung gerade mal so 10 Minuten auf leiser Flamme köcheln
Und dann können wir das mit der angerührten Stärke auch abbinden. 40 Gramm Stärke oder auch ein Päckchen Puddingpulver Vanille, das geht auch ganz gut, nehme ich jetzt hier. Und dazu gebe ich einfach noch etwas Orangensaft, kalten und etwas Cointreau. Einfach das hier, das sich gut abbindet, dass eine gute Mischung entsteht, dass es schön klümpchenfrei verrührt ist. So, und dann können wir hier unsere angerührte Stärke dazugeben. Und gerade mit einrühren, dass das schön andickt. Und dann ist unsere Orangenfüllung für die Torte wunderbar schön dick und fertig. Die könnt ihr natürlich auch sehr gerne am Vortag zubereiten, dann kann sie richtig schön durchziehen. Sollte euch das irgendwie zu dick vorkommen, dann gerne noch ein bisschen Flüssigkeit dazugeben, aber ich denke, so ist es genau richtig für unsere Torte. Wir sollten schon schauen, dass wir dann auch eine Torte haben, die uns nicht wegfließt. So, unsere Orangenmasse habe ich mir umgefüllt auf einen Teller, dann kann das schön abkühlen. Es ist quasi ein Orangenkompott, wunderbar lecker geworden. Der darf jetzt ein wenig abkühlen und in der Zeit werden wir uns die Zimtsahne vorbereiten. Für die Zimtsahne 400 Gramm kalte Schlagsahne in einer Rührschüssel geben. Und dann habe ich hier Puderzucker, so ungefähr 3 Esslöffel. Ich habe hier Sahne fest, das mische ich mir einfach. Dann kann ich es gleich dazu rieseln lassen. Gerade so ein bisschen vermischen. Und was ich dann auch noch dazu gebe, ist der Viertel bis halbe Teelöffel Zimt. Ich gebe erstmal ein Viertel dazu, sonst wird die Sahne so arg dunkel. Und natürlich gebe ich noch meine Orangenzesten, ein paar und etwas Cointreau hinzu. Aber erstmal anschlagen, einrieseln lassen und dann werden wir aromatisieren. So, und bevor die Sahne jetzt ganz steif ist, gebe ich noch den Zimt hinzu. Einen Viertel Teelöffel, wie gesagt. Ungefähr. Dass sie nicht so arg dunkel wird. Ein paar von meinen Zitronenzesten, einfach so nach Belieben. Ich finde, das macht dann einen wunderschönen Beiklang zu unseren Orangen. Und noch etwas Cointreau, da könnt ihr schauen. Ich nehme jetzt erstmal nur so einen Hauch, einen halben Teelöffel. Kann aber auch mehr sein. Gerade noch mit unterrühren. Und die Sahne sollte wirklich sehr steif geschlagen werden, damit sie einfach auch gut hält in der Torte. Also bis ein Schnitt hier von den Rührern oder ein Messerschnitt sichtbar bleibt. Und sobald unser Orangenkompott dann fertig abgekühlt ist, können wir die Torte füllen. Drehplatte, Cakeboard und Tortenpappe, wie immer, übereinander. Dann kommt unser unterster Boden auf die Tortenpappe. Wir stellen uns den Tortenring darum. Dann einigermaßen festziehen, nicht zu fest, damit der obere noch reinpasst. Und hier zumachen. Jetzt kommt hier auf den Boden unser abgekühlter Orangenpudding sozusagen, Orangenkompott. Der ist jetzt richtig schön fest und auch schön kalt. Da müsst ihr euch dann keine Sorgen machen. Also lasst ihn wirklich sehr gut abkühlen und auch gerne bei der Zubereitung nochmal abschmecken natürlich, dass er euch süß genug ist. Manchmal sind die Orangen bitter, das kommt immer ein bisschen drauf an, welche Orangen man erwischt. Dann schön glatt streichen mit der Streichhilfe, dass wir überall eine gleichmäßige Schicht haben. Und ihr seht, da fließt nichts, also es ist wirklich richtig schön fest geworden. Und schmeckt richtig lecker nach den Gewürzen, nach der Orange, der Vanille. Richtig fein. Sehr schön. Alles ist glatt gestrichen. Jetzt können wir hier unsere schöne Zimtsahne oben aufgeben. Die habe ich mir auch noch mal schön abgeschmeckt. Ich habe sogar noch ein bisschen mehr Zesten hinzugefügt. Also macht das einfach so, wie ihr die am liebsten habt. Glatt streichen. Sehr schön. Jetzt kann der obere Boden oben drauf und dann muss die Torte für mindestens 4 Stunden, besser natürlich immer über Nacht, in den Kühlschrank. Dann nehmen wir jetzt hier quasi die Unterseite, dann haben wir auch eine schöne scharfe Kante dann später für den Guss. Sanft andrücken und in die Kühlung damit. Die Torte war bei mir abgedeckt über Nacht im Kühlschrank und ich denke, sie ist gut fest geworden. Dann holen wir sie uns mal aus dem Rahmen, vorsichtig.
schön. Gerade öffnen und vorsichtig hochziehen. Ja, sieht wunderbar aus, unsere Torte. Richtig schön, unsere Schichten. Jetzt könnt ihr ihn natürlich nach Belieben ausdekorieren. Ich werde einfach eine Zartbitterganache drauf geben und noch ein paar weiße Schokolade-Raspel oben auf. Aber da sind der Fantasie wie immer keine Grenzen gesetzt. Und ja, lasst uns loslegen. So, Palette liegt bereit und meine Zartbitterganache ist bereits geschmolzen hier in meinem Schmelzgerät. Und die können wir jetzt einfach gerade hier drüber geben. Da muss man recht zügig arbeiten. Jetzt brauchen wir unsere Palette und schieben sie einfach gerade zur Seite runter, so dass es ein bisschen drippt. Ich will die Torte nicht ganz überziehen, sondern einfach nur drippen lassen. So, und bevor jetzt alles total trocken ist, etwas weiße Schokolade oben aufgeben. Ich habe jetzt eigentlich schon zu lange gewartet. Hier von der weißen Kuvertüre oder Schokolade einfach so ein paar Schnitze runterhobeln mit dem scharfen Messer. Und dann kann man die Torte nach Lust und Laune dekorieren. So modern ist das Törtchen nun für mich fertig. Selbstverständlich könnt ihr sie auch ganz eindecken mit der Kuvertüre oder mit der Zartbitterglasur und hier Sahnehäubchen aufsetzen, ganz klassisch. Ich finde sie jetzt so ganz gut, gerade im Oktober. Vielleicht eine Halloween-Torte, vielleicht noch mit ein paar Monstern oben auf oder aber als Geburtstagstorte und ganz anders dekoriert. Also ich bin gespannt auf eure Version und wir werden sie jetzt gleich probieren. So, dann wollen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Endlich mal wieder eine Schokotorte. Ich nehme jetzt mal ein kleineres Stück, dass mir das hier auf den kleinen Teller passt. Ein kleines, aber breites Stück. Und da kommt die leckere Schokotorte mit Orangenfilets und Zimtsahne. Sehr lecker sieht sie aus. Ich bin sehr gespannt. Endlich wieder eine Schokotorte. Ich bin ganz begeistert und wild aufs Probieren. Es erinnert mich an irgendetwas. Es erinnert mich an diese orangen Schokokekse. Kennt ihr die? Mit innen drin den Soft-Orangen oder Softcreme. So ungefähr schmeckt diese Torte, also richtig lecker. Gleich mal noch ein Stückchen probieren. Sehr, sehr fein schmeckt sie. Super lecker. Unbedingt mal ausprobieren. Das war meine Schokoladentorte mit Orangenfilets und leckerer Zimtsahnecreme. Probiert sie unbedingt einmal aus. Es ist ein schönes Rezept, gerade für Oktober, vielleicht sogar für Halloween oder einen Geburtstag im Oktober. Und man kann sie auch wunderbar in der Advents- und Weihnachtszeit zubereiten, dann einfach mit einer weihnachtlichen Dekoration. Ja, ich freue mich schon auf eure Fotos. Sendet sie mir gerne auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Den Link zu meinem Shop für alle möglichen Backutensilien. Viel Spaß dort beim Stöbern und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut und viel Spaß beim Backen. Tschüss!